Hallo, schön, dass ihr wieder bei Thu's Kochtour eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch wieder ein vietnamesisches Rezept Thịt gà kho nước dừa zeigen, also karamellisierte Hähnchen mit Kokosnusswasser. Und das Rezept ist super einfach und nun zeige ich euch die Zutaten dazu, was ihr benötigt. 1 Kilo Hähnchenoberschenkel, dann 500 Milliliter Kokoswasser, dann habe ich hier 4 Knoblauchzehen, die habe ich bereits fein gehackt, 2 Schalotten, die habe ich bereits in feine Ringe geschnitten, eine Chili, die habe ich bereits fein gehackt, 1,5 Esslöffel Zuckersirup, dann braucht ihr 2 Esslöffel Fischsoßekonzentrat, 1 Teelöffel Zucker und einen halben Teelöffel Salz. Als erstes werde ich jetzt die Schalotten, Knoblauch, Chili, zu den Hähnchen geben, Fischsoßekonzentrat, Zucker, Salz und werde das Ganze jetzt gut vermischen. Nachdem ich das jetzt gut vermischt habe, werde ich das einfach ruhen lassen für ca. 30 Minuten im Kühlschrank. Nach ca. 30 Minuten werde ich jetzt Öl in eine Pfanne kurz erhitzen und dann werde ich die Hähnchen da reingeben und den Zuckersirup. Also das Öl ist bereits jetzt warm. Jetzt gebe ich die Hähnchen hinein. So, jetzt gebe ich den Zuckersirup hier rein. Ich werde das jetzt von beiden Seiten kurz anbraten. Jetzt gebe ich das Kokosnusswasser hinzu. Und werde das dann für ca. 30 Minuten köcheln lassen bei niedriger Hitze. Nach 30 Minuten ist das Wasser komplett verdunstet und karamellisiert. Jetzt werde ich das noch mit Fischsoßekonzentrat dann kurz abschmecken. Zum Schluss werde ich jetzt noch die Chilis oben drauf geben. Und das ganze Gericht könnt ihr dann mit Reis servieren.
Und so wäre das Gericht dann auch fertig. Ich schreibe euch natürlich alles auf meinem Blog, also unter www.tuskochtour.de. Da findet ihr alle Mengenangaben und ich freue mich über eure Fotos mit dem Hashtag tuskochtour auf Instagram. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mich auf YouTube unterstützt. Teilt den Kanal weiter, das Video, und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben und einen Kommentar. Also bis zum nächsten Video. Tschüss!